Konsekutivsätze, das sind die Nebensätze, die mit der Konjunktion so dass anfangen. In dem heutigen Video erkläre ich dir, wann du Konsekutivsätze einsetzen und verwenden musst, und ich erkläre dir auch, wann du die Konjunktion so dass teilen kannst, und ich zeige dir auch, warum hier der Hauptsatz immer vor dem Nebensatz, also dem Konsekutivsatz, stehen muss. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier bei Easy Deutsch, deinem Kanal für die deutsche Grammatik. Heute geht es um die sogenannten Konsekutivsätze. Das Wort hört sich sehr kompliziert an, aber wenn du es dir mal genau anschaust, da steckt Konsequenz drin. Und genau darum geht es, um Konsequenzen, also um die Folge einer Handlung. Immer wenn du ausdrücken möchtest, was ist die Konsequenz, die Folge, dann musst du die Konsekutivsätze benutzen, also die Konjunktion so dass. Wie genau das funktioniert und auch warum du hier immer den Hauptsatz vor den Nebensatz stellen musst, das erkläre ich dir jetzt mit der Hilfe von meinem E-Book. So, hier haben wir ein Beispiel zu einem Konsekutivsatz. Es regnete zu wenig, sodass viele Menschen kein Wasser zum Trinken hatten. Hier haben wir eine Aussage, einen Status und oder den Grund für diese Folge hier. Dieser Teil ist die Folge von dem Hauptsatz. Das ist der Hauptsatz und der Konsekutivsatz ist dann immer die Folge aus dem, was im Hauptsatz passiert ist. Genau deswegen kannst du hier auch nicht, anders als bei den meisten anderen Nebensätzen, den Nebensatz vor den Hauptsatz stellen. Das funktioniert nicht. Denn wenn du das andersrum machen würdest, dann würdest du einen Grund angeben und nicht mehr die Folge. Du könntest hier das Ganze zum Beispiel auch sagen als Kausalsatz: Weil es zu wenig regnete, hatten viele Menschen kein Wasser zum Trinken. Das bedeutet tendenziell exakt das Gleiche, aber dann fokussierst du dich mehr auf den Grund. Hier liegt der Fokus auf der Folge. Also hier betonst du die Folge, und wenn du es als Kausalsatz machst, dann wird hier der Hauptsatz zum Nebensatz, weil du den dann betonst, und hier musst du dann noch das mit weil oder da machen. Also hier, das ist der Unterschied zwischen Kausalsatz und Konsekutivsatz. Der Hauptsatz im Konsekutivsatz ist dann immer der Nebensatz im Kausalsatz, denn hier, das ist der Grund für die Folge. Und wenn du einen Grund angibst, dann hat das im Endeffekt auch eine Folge, aber dann die Folge steht im Hauptsatz dann, wenn du hier diesen Teil schon mit weil oder da beginnst. Von dem Konsekutivsatz gibt es auch zwei verschiedene Varianten. Du kannst das so dass zusammenschreiben, das ist Variante 1, oder du trennst es. Denn das so kann auch im Hauptsatz vor einem Adjektiv stehen. Wie zum Beispiel: Es hat so wenig geregnet, dass viele Menschen kein Wasser zum Trinken hatten. Hier, das geht beides, entweder so oder so. Genauso auch: Ich habe so viel gelernt, dass ich die Prüfung ohne Probleme bestanden habe. Oder: Es hat so viel geregnet, dass die Stadt vom Fluss überschwemmt wurde. Grundsätzlich ist diese Variante beliebter als diese Variante. Aber du kannst diese Variante nicht immer benutzen, denn sie funktioniert nur, wenn im Hauptsatz ein Adjektiv steht, auf das sich der Nebensatz bezieht. Also der Nebensatz muss sich auf dieses Adjektiv beziehen, damit es funktioniert. Hier haben wir dafür ein Beispiel, wo es nicht funktioniert. Ich habe vergessen, meine schönen Blumen zu gießen, sodass ich mir jetzt neue Blumen kaufen muss. Hier bezieht sich das auf den ganzen Hauptsatz, aber du siehst hier auch schon, hier ist ein Adjektiv, ja, aber auch dieses Adjektiv bezieht sich auf die Blumen, schöne Blumen. Und das hat mit dem Nebensatz hier erstmal überhaupt nichts zu tun, mit dem Konsekutivsatz. Deswegen geht es hier nicht. Und zusätzlich dazu darf auch kein anderes Adverb vor dem Adjektiv stehen.
wie zum Beispiel, es war zu kalt, sodass ich nicht spazieren gehen konnte. Hier steht zu vor dem kalt. Ansonsten ist das Adjektiv ist gut, das Ganze, der Nebensatz hier, der Konsekutivsatz bezieht sich darauf, aber hier steht noch zu davor, dann geht es nicht. Wenn du es zu weglässt, dann funktioniert es aber. Du kannst auch sagen, es war so kalt, dass ich nicht spazieren gehen konnte. Und dann funktioniert es. Aber du kannst nicht sagen, es war so zu kalt. Das geht nicht. Neben der Möglichkeit, das mit der Konjunktion so das auszudrücken, hast du aber auch noch die Möglichkeit, es über die sogenannten Konsekutiv-Adverbien zu machen. Das sind zum Beispiel also, daher, darum, deswegen und so weiter. Dann müsstest du sagen, es regnete zu viel, darum konnte ich nicht spazieren gehen. Die Bedeutung dieser zwei Sätze ist exakt identisch, da gibt es keinen Unterschied. Grammatikalisch gibt es aber einen Unterschied, denn das hier ist ein Hauptsatz mit einem Nebensatz und hier sind es zwei Hauptsätze. Also da musst du ein bisschen aufpassen, bedeutungstechnisch und auch von dem, was die Menschen benutzen, macht es keinen Unterschied. Es wird beides benutzt. Nimm einfach das, was für dich einfacher ist. Wahrscheinlich sehr häufig hier die Variante mit dem Adverb. So, jetzt sollte dir klar sein, wie die Konsekutivsätze funktionieren. Falls du noch Fragen hast, schreib einfach einen Kommentar hier unter dieses Video. Und ansonsten wünsche ich dir erstmal noch ein schönes Wochenende und ich hoffe, dann sehen wir uns nächsten Montag wieder, denn dann geht es weiter mit den restlichen Nebensätzen und zwar den Modalsätzen und den Temporalsätzen.